Ja, lieber Martin, also vielen Dank, dass du dich so spontan letzte Woche bereit erklärt hast, mit mir ein Interview zu machen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie kennen uns jetzt beide, glaube ich, auch schon von anderen Aktivitäten auf LinkedIn. Insofern, ich möchte mich jetzt gar nicht mehr groß vorstellen und ansonsten gebe ich dir, Martin, ganz kurz die Möglichkeit, dich und deine Company vielleicht kurz vorzustellen. Kennt zwar auch wahrscheinlich viele, aber trotzdem hilft es den Leuten, die euch noch nicht kennen, vielleicht kurz zu sagen, warum und wieso bist du hier. Ja, sehr gerne. Also auch nochmal danke für das Interview und für die, die mich noch nicht kennen. Mein Name ist Martin Philipp und ich bin einer von zwei Geschäftsführern bei SC Networks, und uns kennt man eher unter der Marke Evalanche. Und wir werden auch oft gefragt, woher kommt denn eigentlich der Name Evalanche? Und damit ihr den nie mehr vergesst, erzähle ich euch jetzt, woher der Name kommt. Mhm. Und zwar kommt er von Avalanche, von der Lawine, und das E steht für Electronic, also für den kleinen Auslöser, große Wirkung. Uns gibt es dann doch jetzt schon seit 1999, und wir sind immer noch Inhaber geführt und eigenfinanziert. Ist jetzt für unsere Branche tatsächlich schon auch eher noch selten. Das ist aber auch etwas, was für uns aber immer auch noch sehr wichtig ist. Ja, das ist noch selbstbestimmte, unabhängige, auch am Markt noch zu agieren. Und wir teilen uns das eigentlich ganz gut auf. Ja, mein Geschäftsführerkollege, der kümmert sich um die Technik Mhm. und ich um die Kunden, wenn man so will. Und so ist mal das ganze Thema Neukundengewinnung und Kundenbegeisterung, wie wir es nennen, bei mir aufgehängt. Ja. Das macht das jetzt eben doch schon seit über 20 Jahren, Online-Marketing und Vertrieb für beratungsaufwendige Produkte. Und da habe ich jetzt vor allem Schwerpunkt B2B-Unternehmen jetzt doch schon über 1000 B2B-Unternehmen begleiten dürfen in die Digitalisierung. Also von daher, in den wenigen Worten steckt schon unglaublich viel Erfahrung logischerweise drin und deswegen finde ich auch klasse, dass wir da jetzt ein paar Themen streifen und vertiefen, wo ich glaube auch für viele Zuhörerinnen und Zuhörer spannend sein kann. Weil wir haben ja unseren Anlass für das heutige Gespräch gehabt, dass wir haben einen Artikel geschrieben, der ist an sich bei uns aufgeschlagen. Und zwar hat Scott Brinker mal veröffentlicht ein Bild, wo er gesagt hat, naja, also so wenn man so diese Entwicklung einer Softwarelandschaft speziell um das Thema CRM betrachtet, dann hat sich über viele Jahre in vielen Firmen relativ wenig entwickelt. Und das ist sozusagen der Aufhänger, dass er sagt, das lebt nicht so richtig, diese Landschaft, die wird nicht so richtig weiterentwickelt. Das war, ich sage mal, ein subtiler Vorwurf. Und ich habe ja dann auch so ein bisschen mit meiner Kollegin dazu diesen Artikel geschrieben und habe gesagt, okay, ähm, was könnten das für Gründe sein? Da gehen wir dann gleich drauf. Und die Idee, die du dann eingebracht hast, ist eben zu sagen, okay, es gibt eben diesen Best-of-Breed-Ansatz. Das Best-of-Breed ist eben ein englisches Wort, wo heißt letztendlich, man sucht sich die besten Lösungen, Einzellösungen und versucht, die in eine bestmöglichste Gesamtlösung zu integrieren. Und der sogenannte All-in-One oder eben die eierlegende Wollmilchsau-Ansatz, alles aus einer Hand, wäre quasi das Gegenstück dazu. Und meine erste Frage, was ist denn so aus deiner Erfahrung heraus, welche Unternehmenstypen passen eher für Best of Breed und welche Unternehmenstypen passen eher für eine All-in-One-Lösung? Was ist so deine Erfahrung? Du hast ja gesagt, 1000 Kunden hast du jetzt locker mal im Review. Ja, die Erfahrung, die ich mache, dass man vor allem im Mittelstand die Best-of-Breed-Lösungen erlebt und bei Großunternehmen meistens den Suite-Ansatz verfolgt. Also woher kommt es, wenn man sich jetzt eben ein Großunternehmen vorstellt mit mehreren Tausenden von Mitarbeitern, mit 20, 30, 40, 50 Vertriebsgesellschaften, dann ist es schon auch naheliegend, dass man sich für einen Anbieter entscheidet
Das muss man ja dann auch hier über so global verteilt auch die Menschen haben, die dann auch mit den Technologien arbeiten können. Also was die ganze Pflege betrifft, was das ganze Arbeiten mit der Technologie betrifft, also alles, was auch mit den technischen und organisatorischen Maßnahmen zusammenhängt. Ja, das muss ja alles steuerbar und managebar sein und planbar sein. Während im Mittelstand es schon so ist, dass sie oft Systeme schon im Einsatz haben und auch oft sehr individuell auch agieren und unterschiedliche individuelle Prozesse haben und da eher den Weg, den Best-of-Breed-Ansatz wählen. Denn es hat auch für sie den Vorteil, dass sie sehr flexibel auch auf Marktgegebenheiten reagieren können und sie auch in der Lage sind, und für sie auch wichtig ist, dass sie sich auch nicht zu sehr abhängig machen. Wenn ich natürlich mich einmal für eine Suite entscheide, das weltweit etabliere, dann bin ich natürlich auch schon sehr stark auch abhängig. Also das ist eben das, was ich bis jetzt am meisten in den letzten Jahren einfach auch erlebt habe. Das zeigen auch immer mehr, also zeigen auch viele Studien, dass Mittelstand ist meistens Best of Breed verbreitet und in Großunternehmen, größeren Unternehmen, die verfolgen gerne den Suite-Ansatz. Also ich sehe es teilweise auch so, gerade weil wir jetzt auch einen Großkunden mit 6 Milliarden Euro betreuen, der vor allem diese Internationalität als Herausforderung hat. Und da muss man eben sagen, ist natürlich ein großer Anbieter natürlich er hat Dienstleister in aller Herren Länder und das ist auch gut so. Das kann man in der Regel bei Best of Breed nicht immer gewährleisten, aber vielleicht auch da nicht immer. Und das andere, was ich ja in unserer Diskussion auf LinkedIn auch gesagt habe, ich habe jetzt gerade die Erfahrung auch am eigenen Leibe gemacht, dass wir festgestellt haben, wir haben mittlerweile, glaube ich, 12 einzelne Tools im Einsatz und haben dann irgendwann festgestellt, meine Güte, ist das wirklich gut so? Und haben für uns jetzt zum Beispiel die Entscheidung getroffen, für Kleinunternehmen, als kleines Unternehmen mit 12, 13 Leuten. Wir suchen jetzt eher eine Lösung, die diese All-in-One favorisiert, weil dieses Handling von diesen vielen verschiedenen kleinen Tools für uns schon wieder eine Überforderung ist. Also insofern hätte ich jetzt gesagt, die ganz Großen haben aus deinen genannten Gründen eher den Ansatz der All-in-One und die ganz Kleinen vielleicht auch wieder, weil die einfach, also ich kann für meine Company sagen, wir sind zwar IT-affin, aber wir haben nicht die Kapazität und dieses Know-how da entsprechend diesen Best of Breed zu handeln. Also insofern, und da gebe ich dir nochmal den Ball zurück. Das ist ja, glaube ich, schon auch die Herausforderung, das Best of Breed zu handeln und immer wieder zu schauen, wie bringe ich diese einzelnen Tools bestmöglichst zueinander, Schnittstellen aufzubauen, Aktualität herzustellen, aber auch DSGVO ist sicherlich ein ganz wichtiges Stichwort, dass wir da nochmal ein paar Minuten drauf eingehen, beziehungsweise du bitte drauf eingehst. Also absolut, ja, das wie so oft im Leben, ja, gibt es Vor- und Nachteile und es sollte ja der Nutzen von einer IT oder von einer Software ja sein, am Ende des Tages, dass es die Menschen hinter der Technik produktiver macht. Und aber natürlich auch schlagkräftiger. Jetzt ist es bei den Großunternehmen, wie wir schon gesagt haben, ja, da ein präferierter Ansatz, den Suite-Ansatz zu gehen und bei kleinen Unternehmen sicherlich auch ein Weg, den man einschlagen kann, bedingt, weil es einfach auch die Ressourcen ja auch sehr gering sind, ja, oder auch einfach weniger Leute, die es dann das alles auch steuern im Alltag. Das ist schon auch nachvollziehbar. Da ist halt aber auch, was man auch erlebt, ist, oft sind ja dann aber auch die Suite-Anbieter, wenn man sie jetzt mal anschaut, ja Unternehmen, die ja andere Unternehmen gekauft haben. Das heißt, nach außen hin sind sie eine Company, aber nach innen sind es viele unterschiedliche Systeme mit wiederum verschiedenen Schnittstellen. Das heißt, sie sind im Endeffekt auch wie Best of Breed, jetzt mal rein technologisch gesehen. Sie sagen aber, sie haben schlussendlich, liefern das alles aus einer Hand. Das heißt, wenn es Best of Breed Anbieter gibt, die es eben schaffen und sagen, wir unterstützen dich Unternehmen und wir sind die im Driver Seat sitzen und holen dir die Experten und die Systeme, die für deinen Einsatz optimal geeignet sind,
und bringe das in den Verbund zusammen zu einer Plattformstrategie, dann hat man natürlich den Vorteil von einer Plattformstrategie, also das Beste verschiedenen Welten und von einer Suite. Also das Thema ist nicht einfach, dafür gibt es aber Experten, die das beherrschen und die das einfacher gestalten können. Ja, machen wir mal ein Beispiel. Wir hatten es ja auch gesagt, also mein aktuelles Beispiel ist eben Slack, wird gekauft von Salesforce, weil einfach Salesforce gemerkt hat, oh Mist, Microsoft hat mit Teams ein eigenes Produkt, was super ankommt und wir müssen da irgendwie dagegen was setzen. Und jetzt kauft man eben Slack für teures Geld und versucht es eben zu integrieren. Das Gleiche hat man mit Tableau gemacht, um das BI zu integrieren. Das Gleiche hat man mit MuleSoft gemacht, um im Hintergrund eine Data Management Plattform aufzubauen. Ja. Insofern denke ich, ist Salesforce so ein typisches Beispiel, wie du es gesagt hast. Man kauft alles zusammen, man versucht es integrativ anzubieten und ich sage bewusst, man versucht, weil es natürlich in manchen Fällen mehr, in manchen Fällen vielleicht noch nicht so gut klappt. Aber selbst bei SAP ist ERP und CRM auch nicht so hundertprozentig integriert, wie man es oft nach außen denken würde. Und würdest du HubSpot eher zu dieser Plattform-Variante denken, die du gerade gesagt hast, wo man eben durchaus ein bisschen besser justieren kann, eben dieses Best of Breed auch über die HubSpot-Lösung steuern kann? Oder würdest du sagen, nee, HubSpot zählt eher schon wieder auch zu Salesforce, Microsoft, Adobe-Kategorie? Ja. Also HubSpot zähle ich tatsächlich eher zu Salesforce und zu SAP. Also sie sind ein Suite-Anbieter, die zwar alles aus einer Hand entwickeln, aber da trotzdem sicher Komponenten dazu kaufen. Es ist natürlich schon noch integrierter. Sie sind aber eben ein Suite-Anbieter und die bieten da schon die Möglichkeit, wenn man, das ist auch wieder der Vorteil auch einer Suite, ist, wenn ich mehrere dieser Facetten wirklich brauche, dann spielt sich auch diese Stärke auch aus. Also wenn ich jetzt von der grünen Wiese starte und bin jetzt ein Startup als Beispiel, habe einen extremen auch Wachstumsplan, ja, dann ist natürlich so eine Lösung schon sehr sinnvoll, wo ich sagen kann, okay, ich habe da das CMS, ich habe da das CRM, habe da Service, alles mit integriert, dann macht es schon auch Sinn, ja, diesen Weg zu gehen und dass ich dann darüber auch wachsen kann. Ja. Während ich, wenn ich ein Unternehmen bin, schon eine gewisse Größe habe, beispielsweise, und da schon auch einen Technologiestack habe, also ich habe da schon ein E-Commerce-System oder ein CRM-System oder ein CMS-System, dann macht es schon Sinn, sich darüber Gedanken zu machen, okay, wie kann ich diesen Technologiestack sinnvoll erweitern, um schlussendlich das Ziel, was wir erreichen wollen, ist ja eigentlich eine 360-Grad-Kommunikation und 360-Grad-Blick zu bekommen. Und da den Weg zu gehen und zu sagen, es auch wiederum dann die richtigen Partner zu suchen, die am Ende des Tages das beherrschen. Also wenn ich jetzt zu einem Herzchirurgen gehe, ja, dann ist für den Herzchirurg, also für uns, ist eine Operation am offenen Herzen undenkbar. Ja. Für den Herzchirurg ist das Routine. So ist es für uns Routine, dass wir Plattformstrategien erfolgreich umsetzen und einführen und beherrschen, genauso wie es für den Chirurg eine Routine ist. Das heißt, es geht halt dann darum, die richtigen Unternehmen zu finden, die richtigen Systeme zusammenbringen und halt auch, was den ganzen Datenaustausch zum Beispiel auch betrifft, das Beherrschen und Harmonisieren und wissen, auf was sie da achten müssen. Und dann kann ich schon die Flexibilität, die klaren Vorteile einer Best-of-Breed-Strategie nutzen, aber auch, ich habe eigentlich die Vorteile auch wie bei einer Suite, dass ich dann einen Ansprechpartner habe, der das alles zentral auch managen kann. Also was wir an der Stelle auch manchmal unseren Kunden empfehlen, die lieber eine große Lösung haben wollen, ist natürlich mit dem Anbieter zu verhandeln und sagen, okay, ich zahle jetzt nicht den vollen Lizenzpreis, weil ich auch nicht alles nutze, sondern versuche da womöglich sozusagen die zuzuschalten oder wegzuschalten, entsprechend, dass man darüber ein bisschen auch dieses große Moloch-System nicht braucht und nicht hat und auch nicht bezahlt. Und natürlich dann auch an der einen oder anderen Stelle sagt, okay, da hat halt das Produkt X eine Schwäche, dieses große Produkt, und dafür entsprechend dann eben einen Spezialanbieter zu holen, dass zumindest an der einen oder anderen Stelle
ich sag mal, dieser große Durchschnitt aufgebrochen wird, eben dafür mit einem perfekten, ausgereiften Spezialtool angedockt wird. Was man ja auch nicht unterschätzen darf, ist, also die größeren Systeme gehen ja auch schon den Weg. Ja, die sagen, hier ist jetzt die große Suite, das ist aber so konfigurierbar, dass du nur das jetzt erstmal nutzen kannst, was du jetzt brauchst. Die Frage, die man sich halt einfach auch stellen muss, ist, das immer das eine, das andere ist Best of Breed, heißt ja nicht nur technologisch das Beste aus verschiedenen Welten, sondern es sind ja die Menschen hinter der Technik. Ja. Also weil sie sich spezialisiert haben auf das Thema, zum Beispiel Marketing Automation, dann haben die darüber auch eine Vielzahl von Best Practices. Das heißt, ich kaufe mir da nicht nur Technologie ein, sondern die Menschen auch dahinter, also das ganze Know-how. Und das ist halt hochgradig spezialisiert. Und zusätzlich habe ich aber auch dann eine Mannschaft, die sich hochgradig spezialisiert um die Weiterentwicklung dieses Stück Technologie kümmert und nicht schauen muss, dass die eierlegende Wollmilchsau State of the Art entwickelt, weil eins das erleben wir ja jeden Tag. Wir leben in einer Zeit, außer wir hätten jetzt gelebt, wo die Dinosaurier auf der Welt waren, ja, aber wir erleben jetzt gerade eine Zeit, wo sich so schnell Dinge verändern wie noch nie. Ja, das ist ja auch, das haben wir, glaube ich, in unserer kleinen LinkedIn-Diskussion auch geschrieben. Das ist die große Herausforderung für Salesforce, Microsoft, Adobe, SAP, Sugar würde ich auch noch dazu zählen, Hootsuite, Pega, die einfach durch ihre Größe eben genau dieses Problem haben, dass sie an allen Modulen gleichzeitig drehen müssen. Und das ist natürlich, ohne jetzt da irgendwie Kritik zu äußern, weil am Ende muss jeder für sich entscheiden, passt es oder passt es nicht. Aber das ist natürlich schon eine Riesenherausforderung. Ja. Wenn man mit Experten spricht, die ja zum Beispiel aus dem entsprechenden Umfeld ja dann kommen, und die dann mal so erzählen, so, wie es dann eigentlich mal hinter den Kulissen aussieht, dann ist es nicht eine Lösung, sondern dann sind es Lösungen, die auch noch unterschiedliche Technologiestände haben und dann auch noch zig Schnittstellen, aber halt oben drüber ist eine Oberfläche gelegt. Ja, also das ist dann die Realität. Ja. Ich würde mal gerne noch auf deine Company nochmal eingehen, weil ich habe euch schon lange auf dem Schirm. Begonnen hat das Ganze mit dem Thema, dass ihr E-Mails mit Bildpersonalisierung verschicken konntet. Und ich muss zugeben, ich habe mich immer gewundert, warum man euch nicht die Bude damals eingerannt hat, weil Thema Personalisierung und Individualisierung ist doch, jetzt ist es gerade in aller Munde, aber damals, wo ihr es angeboten habt, hatte ich das Gefühl, coole Idee, aber da war irgendwie das manchmal noch nicht reif sozusagen. Aber ihr seid jetzt ja mittlerweile, ich würde mal sagen, doch ziemlich etabliert, auch in dieser Kombination CRM und mit eurem Tool. Also ich kenne jetzt einige CRM-Anbieter, mir fallen jetzt 5 ein, die ich sofort sagen könnte, die euch integriert haben. Wahrscheinlich sind es viel mehr. Und das Zweite, was ich ansprechen wollte, CRM und euer Tool, aber auch E-Commerce und euer Tool, das ist ja schon, ich würde mal sagen, eine Liebesheirat, oder? Damit das Ganze für den Kunden einen hohen Nutzen gibt. Ja, absolut. Also wenn man von einer Plattformstrategie spricht, dann sind es eigentlich so 3 Welten, die da zusammenkommen. Das ist die Akquise-Plattform, also die dafür sorgt, dass ich neue Leads generiere. Dann ist es immer die Customer Experience Plattform, ist oft immer dann die CRM-Welt und die Transaktionsplattformen, also was mit ERP und E-Commerce dann auch zusammenspielt. Und idealerweise sind diese Welten gehören zusammen und im Mittelpunkt steht der Kunde. Und all in diesem, sag ich mal, Kreis, in diesem Zyklus, über Kundenzyklus, gibt es Kommunikation. Und da kann eben ein Marketing Automation wie jetzt Evalauge die zentrale Kommunikationsschnittstelle sein oder das zentrale Kommunikationssystem sein, was die gesamte Kommunikation über den gesamten Lifecycle steuert, im Austausch mit den unterschiedlichsten Systemen. Und das macht es eben auch dann sehr interessant, dass ich dann die Stärken der unterschiedlichen Systeme nehme und sie zusammenbringe
Und dann entwickeln sich ja immer mehr, das ist ja auch ein Thema auch von dir, was ich mitnehme, das Thema Customer Data Plattform. Mhm. Also weil das harmonisiert dann die unterschiedlichsten Systeme an sich und schaut dann beispielsweise, dass ich hier aus den verschiedenen Profilen einen Golden Record mache, dass ich noch die Daten weiter veredle, dass ich im Rahmen von verschiedenen, vielleicht auch noch Machine Learnings oder Künstliche Intelligenz auch Voraussagen machen kann. Also es gibt spannende Einsatzmöglichkeiten und das ist wiederum der Vorteil der Plattformstrategie, weil ich kann dann so ein System halt auch mit reinnehmen und mit andocken und muss jetzt nicht vielleicht hoffen, dass es die Suite auch noch mitbringt. Ja, genau. Naja, aber das ist genau der Punkt, wo es quasi für mich jetzt eben eine Lösung ist. Du hast ein CRM-System, was dafür für die Firma, die da gerade überlegt, wie sie ihre Struktur, ihre Landscape entwickelt. Das ist ja quasi unser Eingangsbild gewesen. Wir haben also meist eine Insel oder eine Gruppe von Inseln als Lösung, aber wie bringt man die zusammen? Und das hast du ja jetzt auch formuliert, ich versuche eine Plattform aufzubauen. Und wenn man jetzt unter dem Druck der Digitalisierung, dem Druck der Kundenorientierung, der möglichst Vereinfachung der Prozesse, aber auch Beschleunigung der Prozesse ist, dann muss ich ja überlegen, wie schaffe ich jetzt eine Landschaft, die auch die nächsten 5 oder 10 Jahre Bestand hat oder eben so ausgebaut und aufgebaut und verändert werden kann, dass ich nie in eine Sackgasse komme. Weil das ist ja letztendlich das Problem, wenn ich merke, ich habe vielleicht so ein All-in-One, so einen großen Solution-Provider, komme dann irgendwann auf den Punkt, dass er vielleicht seine Entwicklungsgeschwindigkeit verlangsamt hat und merke dann, oh Gott, ich merke, um mich herum wird es immer werde links und rechts überholt sozusagen. Das macht auch keinen Spaß. Also von daher, glaube ich, sind wir uns beide relativ schnell einig, dass eben, wenn groß, dann durchaus eben gucken, wo könnte man den tunen. Also da kommt eben eher das Tuning ins Spiel. Und wenn nicht große Lösung, dann eben, wie kann ich mit 3, 4, 5, maximal 3, 4, 5 Tools zumindest mal so die Big Points spielen. Du hast gesagt, Custom Experience, die Analytik und entsprechend aber auch die Interaktion und Datenverteilung auf die verschiedenen Systeme. Also ich glaube, da spielt die wahnsinnige Musik und ich habe gerade auch gestern habe ich noch was gepostet, was an sich auch schon mittlerweile alt ist, aber was einem euren Systemansatz total in die Karten spielt. Der DDV, also der Deutsche Dialogmarketing, hat letztes Jahr eine Studie gemacht mit der Uni Kassel, wo rauskommt, dass allein ein gutes Dialogmarketing, wir reden noch nicht von perfekt, sondern einfach nur ein gutes Dialogmarketing, schon mal allein 10 bis 12% an monetärer Wertschöpfung beiträgt fürs Unternehmensergebnis. Nicht nur für Marketing und Vertrieb, sondern wirklich fürs Unternehmensergebnis. Und das ist, glaube ich, eben eine ganz wichtige Botschaft, dass man das eben auch nutzt, zu sagen, okay, mit Tools wie Avalanche, mit einer Verbindung zu CRM, mit einer Verbindung zum E-Commerce, mit einer Verbindung zum ERP, wenn man auch über Service-Dialoge spricht und solche Dinge, da kann man also wirklich Wertschöpfung erzielen, die letztendlich am Ende wirklich monetär sich im Unternehmensdeckungsbeitrag widerspiegelt. Ja. Also das ist meine Wahrnehmung. Siehst du das ähnlich bei dir? Hast du da ähnliche Erfahrungen gesammelt? Wir haben ja auch in unserem LinkedIn-Dialog ist ja auch ein Wort gefallen, das halte ich für ganz wichtig, eben das IT Big Picture. Mhm. Also so wie wir das gerne auch mal dann formulieren, eine Custom Experience, die kannst du nicht kaufen, die musst du bauen. Mhm. Und dann kannst du sie auch erleben. Und deshalb es ist schon auch wichtig, in der IT-Strategie das Big Picture auch zu kennen. Und weil eins ist schon auch klar, das System alleine regelt es nicht. Ja, also wenn so gut es für uns auch als Hersteller ist, dass natürlich ein Tool eine hohe Emotionalität hat, und man denkt, okay, hier das Werkzeug ist das, was es managt oder alles regelt, ist es halt nicht. Also nur um das Beispiel nochmal aufzuhören, was den Herzchirurg betrifft. Mhm. Wenn du uns ein Skalpell gibst, ist es ein Skalpell. Ja. Wenn du aber einen Herzchirurg ein Skalpell gibst, dann kann der wahnsinnig viel damit machen, also Leben retten. Ja. Also wir sollten höchstens eine Wurst schneiden mit dem Skalpell, Genau. aber nicht mehr. Ja. Aber er kann auch ein bisschen mehr damit Also machen. das ist dann schon so, dass natürlich, wir reden ja jetzt in unserer heutigen Zeit, um auf deine Frage nochmal einzugehen, ja, was das Thema Wertschöpfung betrifft. Ja, also reden wir ja von einer digitalen Customer Experience, also von einer digitalen Kundenreise. Mhm. Und
Das ist natürlich, bedeutet das ja digitale Kundenreise, heißt, dass es Daten gibt. Und dann hast du eine Vielzahl von Daten, weil du auch eine Vielzahl jetzt immer mehr werdende Touchpoints hast. Aber das geschickt orchestriert kannst du halt sehr wertschöpfend einfach auch agieren, weil ich kann, und die Lösungen sind dann einfach dafür schon da. Ich kann zur richtigen Zeit die richtige Botschaft, über das richtige Format, an den richtigen Empfänger einfach versenden und schlussendlich immer dann auch zu einer Interaktion kann das führen. Und das geht halt dann sehr schön eben mit den richtigen Technologien im Verbund. Und die Technologien an sich, das war natürlich in der Vergangenheit eine große Herausforderung mit vielen Schnittstellen, aber es gibt ja mittlerweile Lösungen als Middleware zum Beispiel, nennt man ja Integration Platform as a Service, wo ich auf Basis von Adaptern, also über einen No-Code-Ansatz, ja, die Systeme zusammenstecken kann, wenn man so will. Ja? Ja, Und das ist ganz wichtig, dieser No-Code, Low-Code-Ansatz. Das ist, ja, glaube ich, noch nicht so bekannt. Da sollte man vielleicht mal eine Extra-Session machen. Aber Entschuldigung, jetzt habe ich dich unterbrochen. nie, gerne, ja. Also da ist schon auch was, darum ist es wichtig, mit auch die richtigen dann auch eben Dienstleister und Experten im Rahmen der IT-Strategieentwicklung mit dabei zu haben, die daneben, die da entsprechend mit beraten und Mhm. sagen, okay, wenn die Plattformstrategie für dich ein sinnvoller Weg ist, ja, dann bedeutet es aber auch, dass diese Systeme idealerweise miteinander harmonisieren und zusammenspielen. Und wie wir vorhin gesagt haben, das, was sie schon sehr gut funktioniert oder wo die Reise hingehen wird, ist es nun mal ERP, E-Commerce, CRM und Marketing Automation. Wie mein Grund, wie du ja auch gesagt hast, da sind wir mal mit vielen auch deutschsprachigen CRM-Herstellern ja wirklich auch connected. Also wirklich technisch wie auch jetzt menschlich. Ja. Und auch mit immer mehr jetzt E-Commerce-Systemen im Business to Business. Weil am Ende des Tages, das sind die Dinge, die es dann braucht, um in Mhm. allen Phasen des Kundenlebenszykluses mit dem Kunden interagieren zu können. Ja, genau, das würde ich jetzt gerne nochmal mit ganz banalen Worten beschreiben, weil ich glaube, dass es der ein oder andere noch gar nicht glaubt, dass es so einfach ist, aber es ist, wie du sagst, mit diesen No-Code-Konnektoren ist es wirklich einfach geworden und selbst schon vor ein paar Jahren habt ihr es ja auch schon deutlich sehr komfortabel gelöst. Also sprich, wenn im CRM eine Kampagne oder auch nur ein Einzelmail ausgelöst wird, kann das sozusagen triggert es ein Template, also eine Vorlage im Avalanche, im E-Mail-System, im Marketing-Automation-System an und geht quasi nur mit dem aufgrund des Kundenprofils definierten Textbausteinen, geht es nachher automatisiert raus und es muss nicht mehr Avalanche direkt angestoßen werden, sondern es wird quasi aus dem CRM heraus ausgelöst. Das gleiche, wenn der Webshop irgendeinen Warenkorbabbruch, eine Warenkorbstruktur oder im geschlossenen Bereich, im angemeldeten Bereich etwas passiert, dass dann eine auslösende Aktion oder nach einem Kauf eine auslösende Aktion stattfinden kann, ohne dass man nochmal Systemwechsel machen muss. Und da fängt ja aus meiner Sicht eben Custom Experience auch an, dass der Kunde Spaß hat, dass er spürt, da ist was um ihn herum stattfindet, aber umgekehrt auch der Mitarbeiter hat das Gefühl, wow, ich sitze hier quasi in meinem Auto und kann oder auf meinem Driver-Seat und Steuerungscockpit und kann eben aus einem System heraus aber wirklich tolle Sachen machen und die dann meinen Kunden oder meinen auch Interessenten logischerweise zukommen lassen. Und das ist etwas, wo ich glaube, das Thema Personalisierung, Individualisierung aufgrund dieser tollen Toolkonstruktion, da steckt bei vielen schon Spaß drin und bei denen, die es noch nicht kennen, tolle Potenziale. Und deswegen glaube ich, ist auch unsere Diskussion heute unglaublich hilfreich, dass wir da nochmal den Leuten Mut machen und sagen, komm, mit solchen Fragestellungen, wie sieht euer Big Picture aus? Macht euch da mal Gedanken dazu. In welche Richtung könnt ihr den ersten oder den zweiten oder den dritten Schritt mal schon vorplanen, dass ihr bis Ende 2021 das ein oder andere Tool vielleicht ausgetauscht habt oder korrigiert habt oder optimiert habt. Deswegen so langsam zum Schluss kommend, denkt man manchmal zu kleinteilig, Stichwort Big Picture, oder ist es manchmal eher zu unkonkret, um zu sagen, wo will man eigentlich hin? Was glaubst du, was ist vielleicht noch eine Stolperfalle oder ein Hemmschuh, dass Kunden, denen es vielleicht schon gut geht, dass die noch besser werden könnten? Das ist eine gute Frage. Ja.
Auf der einen Seite ist ja der Zeitgeist, so dieses Better done is perfect and never, und schnell, schnell, schnell. Ja, auf der anderen Seite ist es das ist natürlich schon auch strategisch mitentscheidend, was ich jetzt für ein Technologiestack im Unternehmen nutze oder auch nicht, weil das kann mich dann wieder sehr schnell einholen und kann nach hinten raus mich sehr viel PS kosten. Also es ist wirklich wie in vielen IT-Projekten, da kann man nur empfehlen, dass man da sich die Zeit nimmt für auch die Analyse und Konzeptionierung und dann das Doing selbst, das ist ja das, was eigentlich weniger Zeit kostet. Und dann gibt es ja verschiedene agile ja auch Ansätze, wo man das ja auch mit beschleunigen kann. Ich denke schon, dass man gut beraten ist. Also erst sich Gedanken über die Customer Experience zu machen, also über den Kunden selbst, welchen Weg er geht, was er für Aktionen und welche Bedürfnisse er hat und sich dann Gedanken über die Prozesse zu machen und dann erst sich Gedanken über die Technologien zu machen und nicht die Technologien als erstes nehmen und sagen, okay, ich nehme Technologie und dann mache ich die anderen Hausaufgaben. Das kann nach hinten raus dann teuer werden und macht einen unflexibel. Also es ist die Frage, so um das auch mal abzuschließen mit einem Satz, ja, die richtigen Dinge tun und die Dinge richtig tun. Ja, genau. Sehr schöner Satz. Also mein letzter Satz, bevor du dann das Schlusswort von mir bekommst. Wir haben auf unserem Portal ja auch seit 2 Jahren diese Blissfully-Studie aus Amerika. Diese Firma Blissfully, die kümmert sich eben um diese Integration der Daten. Und die haben festgestellt, dass selbst schon in kleinen Unternehmen unter 100 Mitarbeiter oft Unmengen an Tools vorhanden sind. Und je größer das Unternehmen, geht man schnell von 250 bis 300 Tools aus, die nur rund um das Thema CRM im weitesten Sinne, sicherlich auch im Interessenten- und Ad-Technology-Bereich, aber 250 bis von den großen bis runter zu 100 bei den kleineren Unternehmen, das ist schon wahnsinnig viel. Und deswegen ist eben tatsächlich, wie du gesagt hast, die Frage, muss man jedem Impuls, den man hat, quasi gleich ein neues Tool kaufen? Das ist die eine Geschichte. Und das andere ist, dass ich als Ratschlag mal mitgebe, du hast es quasi mir als Vorlage gegeben, sich zu überlegen, was will ich mit meinen Kunden machen? Was sollen die für Erlebnisse haben? Welche Zielgruppe soll vielleicht welches Erlebnis haben? Und daraus dann zu überlegen, was heißt es für die Prozesse, was heißt es für die interne Kollaboration und was heißt es dann für die Technik. Aber insofern kann ich das aus meiner Sicht nur wiederholen und nochmal bestätigen und dir sozusagen jetzt den Ball locker zurückwerfen und sagen, was wäre jetzt für dich dein Schlusswort für die heutige Session? Ja, dass man genau diesen Weg verfolgt, ja, dass man schon eben sich jetzt nicht auch beirren lässt. Also es wird gerne, und das sage ich jetzt als Softwarehersteller, es wird gerne einem auch mal als Kunde vermittelt, weil es ist auch nicht einfach, es gibt eine Vielzahl von Technologien und man weiß nicht, was man eigentlich machen soll. Und dann wird ein schönes Bild, eine Sehnsucht weckend Bild transportiert oder adressiert und dann denkt man sich, okay, weil es schon so viele Unternehmen gibt, die das machen, kann das nicht verkehrt sein. Also da würde ich mich echt davon befreien und mich auf das Unternehmen konzentrieren, auf meine Kunden konzentrieren, was die für eine Customer Experience also haben. Und dann daraufhin mir Gedanken machen, okay, wo ist auch in den nächsten Jahren, wie kann sich mein Unternehmen auch entwickeln? Und es ist eben ganz wichtig, mit zu berücksichtigen, ja, dass da der Kunde im Mittelpunkt steht und dass dann die Technologien darüber herum aufgebaut werden und beziehungsweise eben der Kunde, dann die Prozesse und dann die Technologien außenrum. Und da würde ich jetzt behaupten, dass, wenn man ja sieht, wir sind wie schnell eine Pandemie, eine komplette, also alles verändern kann, würde ich empfehlen, dass es natürlich schon gut beraten ist, dass man da einen flexiblen Technologie-Stack einfach auch hat. Und dass man sicherlich auch über gewisse Middleware nachdenkt, die in der Lage ist, eben verschiedenste Systeme auch hier über diese Art No-Code-Ansatz zusammenzubringen, was wir ja auch über unsere Partner ja auch mit anbieten. Ja.
Sehr gut, sehr gut. Also, dann haben wir, glaube ich, mal wieder eine schöne Runde gehabt. Knappe halb, ne, ein bisschen mehr wie eine halbe Stunde, aber wir sind super in der Zeit. Lieber Martin, ich bedanke mich recht herzlich, dass du da verfügbar warst heute, Freitagnachmittag. Insofern sehr schön und auch erfrischend. Das finde ich auch immer sehr spannend, dass wir da so wirklich auch schöne praktische Beispiele gebracht haben. Insofern von meiner Seite nochmal herzlichen Dank, bleib gesund und wenn du noch mal magst, darfst du dich natürlich auch noch mal kurz quasi So, offiziell verabschieden. ich hab dir was mitgebracht. Ah, Also, sind wir bei, mehr Sorge nicht. Ja, vielen Dank. Ja, hat mir sehr viel Spaß wunderbar, gemacht. Ja. sehr schön, vielen Dank.